Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Marian von AutoImpression und in diesem Video werde ich euch erklären, wie ihr Beschläge, wie zum Beispiel D-Ringe, Kielstreifen oder Routenhalter an eurem Gumotex oder Grabnerboot anbringt. Los geht es direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran. Ich sitze hier in unserem Gumotex Scout, welches sich gerade mal so gar nicht in seinem Element befindet, nämlich in unserem Wohnzimmer. Wir haben gerade Kielstreifen und Routenhalter daran montiert und anhand dessen werde ich euch jetzt erklären, wie ihr Beschläge wie eben zum Beispiel Kielstreifen, Routenhalter oder D-Ringen an euren Gumotex oder Grabnerbooten montieren könnt. Solche Arbeiten müssen an einem trockenen und geschützten Ort stattfinden. Und bei diesem Wetter ist es draußen nicht möglich. Natürlich würde auch eine Garage oder ein Keller funktionieren. Wichtig ist aber, wenn ihr solche Arbeiten durchführt, dann müsst ihr für gute Durchlüftung sorgen. Solltet ihr euch für das Gumotex Scout hier interessieren, zudem haben wir schon ein Video abgedreht, in dem wir euch das Boot und viel Zubehör vorstellen. Das Video verlinken wir euch hier oben. Für die Montage von Beschlägen braucht ihr Folgendes: Kleber. Wir haben diesmal wieder den Werkstattkleber von Grabner benutzt. Zum Verteilen des Klebers einen Pinsel. Zur Vorbereitung der Fläche feines Schleifpapier. Und zur Reinigung Aceton, welches ihr in jedem Baumarkt bekommt. Zum Anzeichnen ein Stift. Später zum Anpressen ein festes, flaches Objekt, wie zum Beispiel dieses Holzlineal. Und optional Kreppklebeband zum Abkleben der Flächen, eine Schere bei Beschlägen, die zugeschnitten werden müssen, wie die Kielstreifen, und etwas zum Messen ist auch sinnvoll. Denn im Vorfeld sollte die für die Kielstreifen zu beklebende Fläche ausgemessen werden, da diese als Meterware geliefert werden. Das Ergebnis rundet man dann auf volle Meter auf. Bei anderen Beschlägen kann es auch vor dem Kauf sinnvoll sein, auszumessen, ob diese auch an die vorgesehene Stelle passen. Bei den Kielstreifen haben wir uns für die 3 Reihen mittig über die gesamte Länge des Bootes entschieden und 2 zusätzliche Streifen am Bug. Wir haben uns daran orientiert, wo wir den stärksten Verschleiß gesehen haben. Die Mitte wird beim Schleifen über Stock und Stein am stärksten beansprucht und der Bug beim Anlanden. Wir führen solche Klebearbeiten am Boot immer zu zweit durch. Um fair zu bleiben, die Christine führt sie durch und ich darf assistieren. Und ich würde euch auch immer empfehlen, solche Arbeiten zu zweit durchzuführen. Bei großen Arbeiten wie den Kielstreifen sowieso, das ist alleine fast gar nicht möglich, aber auch bei kleineren Beschlägen kann es sinnvoll sein, ein zweites Paar Hände parat zu haben. Bei den Kielstreifen startet man mit dem Zuschneiden. Den mittleren Streifen haben wir jeweils am Bug und am Heck etwas schmaler zulaufen lassen. Alle anderen Streifen haben wir an den Enden abgerundet, dass es etwas ästhetischer aussieht. Hierfür kann man zum Beispiel die Kleberdose als Schablone nehmen. Dann legt man den Beschlag trocken auf die vorgesehene Stelle und zeichnet die Ränder ab, um die im Weiteren zu behandelnde Fläche abzugrenzen. Bei den Kielstreifen muss man nicht ganz so präzise arbeiten, da diese ja auf der Unterseite des Bootes sind und es dort nicht so auffällt. Und bei der großen Fläche hat man auch so schon genug Arbeit. Bei Beschlägen auf der Oberseite des Bootes, wie in unserem Fall die Pads für die Routenhalter, würde ich etwas genauer arbeiten. Und hier kann man sich die Arbeit erleichtern, indem man die zu beklebende Fläche mit Kreppband abgrenzt. Egal wo, ihr solltet immer ein kleines bisschen über die Fläche des Beschlages hinauskleben. Denn die Ränder sind die größte Schwachstelle und man hat später auch noch etwas Spiel für die Positionierung. Wir machen immer etwa 2 bis 3 mm mehr. Dass der Kleber besser hält, sollten die Flächen erst etwas mit feinem Schmirgelpapier aufgeraut werden. Sowohl am Boot als auch am Beschlag. Bei den meisten Beschlägen sollte klar sein, welche Fläche zu bekleben ist. Bei den Kielstreifen gibt es eine raue und eine glatte Seite. Die raue Seite gehört zum Boot und muss beklebt werden. Es reicht, wenn ihr mit dem Schleifpapier einmal über die gesamte Fläche geht. Danach werden die Klebeflächen mit Aceton gereinigt. So wird Fett, Schmutz und die Überreste vom Schmirgeln entfernt.
Den Kleber würde ich erst unmittelbar, bevor er gebraucht wird, anrühren, denn danach hat man maximal 2 Stunden, um ihn zu verbrauchen. Bei der benötigten Menge Klebstoff ist es schwer, Angaben zu machen. Wir haben für die Kielstreifen etwa 1,5 Dosen Klebstoff benötigt, aber das Scout dürfte auch das Boot mit der größten Kielfläche im Gumotec-Sortiment sein und wir haben 11 Meter Kielstreifen benötigt. Für die Routenhalter hingegen haben wir weniger als eine Vierteldose Klebstoff genutzt. Ihr mischt den Kleber mit dem Härter im auf der Dose angegebenen Mischverhältnis. Dann gut umrühren und damit ist der Kleber einsatzbereit. Nun wird eine dünne Schicht Kleber auf alle Flächen auf dem Boot und den Beschlägen angebracht. Solltet ihr mit Kreppband gearbeitet haben, muss es nun wieder entfernt werden, da sonst Überreste vom Kreppband mit dem Kleber am Boot kleben bleiben können. Die erste Schicht muss erstmal trocknen, ca. 30 Minuten. Immer wieder mal fühlen. Wenn es nicht mehr am Finger kleben bleibt, dann wird überall nochmal eine zweite Schicht Kleber aufgetragen. Diese darf dann etwa 15 Minuten trocknen. Sie darf nur noch leicht klebrig sein, aber wirklich nur leicht. Falls ihr den Kleber etwas zu lang antrocknen habt lassen, dann könnt ihr ihn mit einem Föhn wieder erhitzen. Bei Beschlägen wie den Routenhaltern, welche von der Form noch ans Boot angepasst werden müssen, muss das Material sowieso direkt vor dem Auftragen nochmal mit einem Föhn erhitzt werden. So lange, bis es sich leicht verformen lässt, aber nicht zu lange, da sonst der Kleber zu flüssig wird. Egal ob Kielstreifen, Routenhalter oder sonstige Beschläge. Sie müssen nun direkt fest an der richtigen Position angedrückt werden, da sich der Kleber dann sofort verbindet. Sollte an den Rändern Kleber rauskommen, dann war der Kleber noch nicht trocken genug. Habt ihr ihn lang genug trocknen lassen, halten die Beschläge sofort. Man sollte noch einmal überall drüber gehen und fest anpressen, besonders an den Rändern. Hier kann man mit dem Finger oder einem flachen Gegenstand wie dem Holzlineal drüber fahren. Bei den Beschlägen wie den Pads von den Routenhaltern, die sich noch zurückbiegen können, würde ich den Beschlag etwas länger anpressen, dass er auch wirklich hält. Wir haben alle Beschläge immer am voll aufgeblasenen Boot angebracht, da sich die Beschläge so besser von der Form ans Boot anpassen lassen. Ich würde das Boot danach auch noch für mindestens 24 Stunden so aufgeblasen stehen lassen, sodass der Kleber richtig aushärten kann. Fertig montiert sind die Beschläge und das Boot ist einsatzbereit fürs nächste Abenteuer. Links zu sämtlichen von uns benutzten Utensilien findet ihr, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video bei euren geplanten Arbeiten unterstützen, wünsche euch viel Erfolg und viel Freude bei euren Abenteuern. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Bis dahin sage ich, macht's gut!